Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns anfangen. In der Nähe eines großen Waldes lebte ein armer Holzfäller mit seiner Frau und ihren 2 Kindern. Der Junge hieß Hansel und das Mädchen Gretel. Die Familie hatte sehr wenig zu essen, und eines Tages, als im Lande eine große Not herrschte, konnten sie nicht einmal ihr tägliches Brot bekommen. In einer Nacht, als der Holzfäller im Bett lag und sich Sorgen um ihre Situation machte, seufzte er und sagte zu seiner Frau: »Was wird aus uns? Wie können wir unsere armen Kinder ernähren, wenn wir selbst nichts haben?« »Ich habe einen Plan«, sagte die Frau. »Morgen früh nehmen wir die Kinder in den dichtesten Teil des Waldes. Wir machen ein Feuer für sie, geben jedem ein kleines Stück Brot und gehen dann arbeiten und lassen sie dort zurück. Sie werden nicht nach Hause finden, und wir sind ihrer los.« »Nein, Frau«, erwiderte der Mann. »Ich kann das nicht tun. Wie kann ich meine Kinder allein im Wald lassen? Wilde Tiere könnten kommen und ihnen schaden.« »O du törichter Mann«, sagte sie, »wenn wir das nicht tun, werden wir alle verhungern. Du kannst gleich unsere Särge vorbereiten.« Und sie machte ihm so lange Vorwürfe, bis er schließlich zustimmte. »Aber ich habe immer noch ein ganz schlechtes Gewissen gegenüber den armen Kindern«, sagte der Mann. Die beiden Kinder waren ebenfalls wach und konnten nicht schlafen, weil sie so hungrig waren. Sie hatten gehört, was ihre Stiefmutter zu ihrem Vater gesagt hatte. Gretel weinte und sagte zu Hansel: »Jetzt ist alles aus für uns.« »Weine nicht, Gretel«, sagte Hansel. »Ich werde einen Weg finden, um uns zu helfen.« Nachdem ihre Eltern eingeschlafen waren, stand er auf, zog seinen Mantel an, öffnete die Tür und schlich nach draußen. Der Mond schien hell und die weißen Kieselsteine vor dem Haus funkelten wie Silbermünzen. Hansel nahm so viele auf, wie er in seine Tasche stecken konnte. Dann kehrte er zurück und sagte zu Gretel: »Mach dir keine Sorgen, liebe Schwester, und schlaf gut. Gott wird uns helfen.« Er legte sich wieder in sein Bett. Als der Morgen kam, weckte ihre Mutter sie, noch bevor die Sonne aufging, und sagte: »Steht auf, ihr faulen Kinder! Wir gehen in den Wald Holz sammeln.« Sie gab jedem ein kleines Stück Brot und sagte: »Das ist für euer Mittagessen, aber esst es nicht vorher, denn ihr werdet nichts anderes bekommen.« Gretel steckte ihr Brot unter ihr Schürze, während Hansel die Kieselsteine in seiner Tasche versteckte. Dann machten sie sich alle zusammen auf den Weg in den Wald. Nachdem sie eine Weile gegangen waren, hielt Hansel an und sah immer wieder zurück zum Haus. Sein Vater sagte: »Hansel, warum schaust du immer zurück? Konzentriere dich und geh weiter.« »O Vater«, sagte Hansel, »ich verabschiede mich nur von meiner kleinen weißen Katze auf dem Dach.« Die Mutter sagte: »Töricht! Das ist nicht deine Katze, das ist die Morgensonne, die auf die Schornsteine scheint.« Aber Hansel sah nicht nach einer Katze, er ließ heimlich die weißen Kieselsteine aus seiner Tasche auf den Weg fallen. Als sie die Mitte des Waldes erreichten, sagte der Vater: »Jetzt, Kinder, sammelt ein paar Äste, und ich werde ein Feuer machen, damit ihr nicht friert.« Hansel und Gretel sammelten Zweige zu einem kleinen Haufen. Als das Feuer brannte und die Flammen hochschlugen, sagte ihre Mutter: »Jetzt, Kinder, setzt euch am Feuer und ruht euch aus. Wir gehen in den Wald, um Holz zu schneiden. Wenn wir fertig sind, kommen wir zurück und holen euch.« Hansel und Gretel saßen am Feuer. Als die Mittagszeit kam, aßen sie jeweils ein kleines Stück Brot in der Annahme, dass ihr Vater in der Nähe war, da sie das Geräusch von Äxten hörten. Aber es war nicht ihr Vater, es war ein Ast, der an einem Baum befestigt war und im Wind schwang. Nachdem sie lange dort gesessen hatten,
fielen sie in einen tiefen Schlaf. Als sie endlich aufwachten, war es dunkel draußen. Gretel begann zu weinen und sagte: »Wie kommen wir jetzt aus diesem Wald heraus?« Aber Hansel tröstete sie und sagte: »Warte, bis der Mond aufgeht, dann finden wir unseren Weg.« Als der Vollmond aufgegangen war, nahm Hansel die Hand seiner Schwester und folgte den leuchtenden Kieselsteinen, die den Weg erhellten. Sie gingen die ganze Nacht und erreichten am Morgen wieder das Haus ihres Vaters. Sie klopften an die Tür, und als ihre Mutter öffnete und Hansel und Gretel sah, schimpfte sie mit ihnen: »Ihr ungezogenen Kinder! Warum habt ihr so lange im Wald geschlafen? Wir dachten, ihr würdet niemals zurückkommen.« Aber ihr Vater war glücklich, weil er sich schrecklich gefühlt hatte, sie allein gelassen zu haben. Bald darauf gab es wieder eine Nahrungsmittelknappheit im Land, und die Kinder hörten ihre Mutter, die nachts zu ihrem Vater sagte: »Wir haben alles aufgegessen, und jetzt haben wir nur noch ein halbes Brot. Wir müssen die Kinder tiefer in den Wald bringen, damit sie ihn nicht zurückfinden. Es ist der einzige Weg, um uns zu retten.« Das Herz des Vaters war schwer, und er dachte, es wäre besser, unser letztes Stück Essen mit den Kindern zu teilen. Aber die Mutter wollte nicht hören und schimpfte ihn aus. Er hatte ihrem ersten Plan zugestimmt, also musste er auch diesmal zustimmen. Die Kinder waren noch wach und hörten, wie ihre Eltern sprachen. Als die Eltern einschliefen, wollte Hansel hinausgehen, um mehr Kieselsteine zu holen, wie er es zuvor getan hatte. Aber die Mutter hatte die Tür abgeschlossen, und er konnte nicht hinaus. Dennoch tröstete er Gretel und sagte: »Weine nicht, Gretel, schlaf ein. Gott wird uns helfen.« Am Morgen holte die Mutter die Kinder aus ihren Betten. Sie bekamen ein kleineres Stück Brot als zuvor. Auf dem Weg in den Wald bröselte Hansel sein Brot in seiner Tasche und hielt mehrmals an, um Stücke auf den Boden zu fallen zu lassen. »Hansel, warum bleibst du ständig stehen?« fragte ihr Vater. »Geh weiter, ich verabschiede mich nur von meiner kleinen Taube auf dem Dach«, antwortete Hansel. »Töricht«, sagte die Frau. »Das ist nicht deine Taube. Das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint.« Währenddessen ließ Hansel weiterhin Krümel entlang des Weges fallen. Die Mutter führte die Kinder tiefer in den Wald, als sie jemals zuvor gewesen waren. Sie machten ein weiteres Feuer, und sie sagte: »Setzt euch hier, Kinder, und ihr könnt schlafen, wenn ihr müde seid. Wir gehen in den Wald, um Holz zu schneiden, und am Abend, wenn wir fertig sind, kommen wir zurück, um euch zu holen.« Zur Mittagszeit teilte Gretel ihr kleines Stück Brot mit Hansel, der seine Krümel verstreut hatte. Dann fielen sie in einen Schlaf, aber als sie aufwachten, war es dunkel, und niemand war gekommen, um sie abzuholen. Gretel weinte erneut, aber Hansel tröstete sie und sagte: »Warte, bis der Mond aufgeht. Dann werden wir die Krümel sehen, die ich fallen gelassen habe, und sie werden uns den Weg nach Hause zeigen.« Als der Mond aufging, versuchten sie, den Krümeln zu folgen, aber sie fanden keine. Die Vögel im Wald hatten sie alle gefressen. Hansel sagte zu Gretel: »Wir werden bald den Weg finden«, aber sie konnten es nicht. Sie gingen die ganze Nacht und den ganzen nächsten Tag, aber sie fanden immer noch keinen Weg aus dem Wald. Sie hatten großen Hunger und nur ein paar Beeren zu essen. Schließlich, müde und schwach, legten sie sich unter einen Baum und schliefen ein. Es war schon 3 Tage her, dass sie das Haus ihres Vaters verlassen hatten. Sie begannen wieder zu gehen, aber sie gingen immer tiefer in den Wald. Wenn nicht bald Hilfe kam, würden sie verhungern. Zur Mittagszeit sahen sie einen schönen weißen Vogel auf einem Ast sitzen, der ein schönes Lied sang. Sie hielten an, um zuzuhören, und als es fertig war, flog der Vogel weg.
Sie folgten ihm zu einem kleinen Haus, das aus Brot gebaut war und mit Kuchen bedeckt war, mit Fenstern aus klarem Zucker. »Lass uns essen«, sagte Hansel. »Ich werde ein Stück vom Dach nehmen, und du, Gretel, kannst dir etwas vom Fenster nehmen. Das wird süß schmecken.« Hansel brach ein Stück vom Dach ab, um es zu probieren, und Gretel lehnte sich gegen das Fenster und knabberte an den Fensterscheiben. Plötzlich rief eine sanfte Stimme aus dem Inneren des Hauses: »Nage, nage, knabber, wer nagt an meinem kleinen Haus?« Die Kinder antworteten: »Der Wind, der Wind, der himmelsgeborene Wind«, und aßen weiter, ohne sich Sorgen zu machen. Hansel mochte den Geschmack des Daches und riss ein großes Stück ab, während Gretel eine ganze runde Fensterscheibe herausbrach und sich hinsetzte, um sie zu genießen. Plötzlich öffnete sich die Tür, und eine alte Frau, die sehr alt aussah und mit Krücken ging, kam heraus. Hansel und Gretel hatten solche Angst, dass sie das, was sie hatten, fallen ließen. Die alte Frau lächelte und sagte: »O liebe Kinder, wer hat euch hierher gebracht? Kommt herein und bleibt bei mir. Euch wird kein Unheil geschehen.« Sie nahm ihre Hände und führte sie in ihr Haus. Dort servierte sie ihnen gutes Essen: Milch, Pfannkuchen, Zucker, Äpfel und Nüsse. Danach zeigte sie ihnen 2 hübsche kleine Betten mit sauberen weißen Laken. Hansel und Gretel legten sich hinein und dachten, sie wären im Himmel. Aber die alte Frau tat nur so, als wäre sie nett. Sie war in Wirklichkeit eine böse Hexe, die Kinder in ihr Haus lockte, um sie zu essen. Wenn ein Kind gefangen wurde, tötete sie es und kochte es, was ein Festmahl für sie war. Hexen haben rote Augen und können schlecht sehen, aber sie können Menschen von weit her riechen. Als Hansel und Gretel sich ihr näherten, lachte sie und sagte: »Ich habe sie. Sie werden mir nicht entkommen.« Früh am nächsten Morgen, bevor die Kinder wach waren, sah sie schlafend mit ihren dicken, rosigen Wangen. Sie dachte, was für eine köstliche Mahlzeit sie machen werden. Sie packte Hansel mit ihrer knochigen Hand, brachte ihn in einen kleinen Stall und schloss ihn hinter einer Gittertür ein. Egal wie viel er schrie, es half nicht. Dann weckte sie Gretel, indem sie schüttelte und sagte: »Steh auf, faule Mädchen. Hol Wasser und koche etwas Schönes für deinen Bruder. Er ist im Stall draußen und wird für mich fett gemacht.« Gretel weinte bitterlich, aber es gab nichts, was sie tun konnte. Sie musste der bösen Hexe gehorchen. Die Hexe kochte das beste Essen für den armen Hansel, aber Gretel bekam nur Krabbenschalen. Jeden Morgen ging die Hexe zum Stall und sagte: »Hansel, streck deinen Finger aus, damit ich fühlen kann, ob du dicker wirst.« Aber Hansel streckte stattdessen einen kleinen Knochen aus, und da die alte Frau schlecht sehen konnte, dachte sie, es sei sein Finger und war frustriert, dass er nicht dicker wurde. Nach 4 Wochen wurde sie ungeduldig und beschloss, dass sie nicht länger warten konnte. »Jetzt, Gretel«, rief sie das Mädchen, »beeil dich und bring etwas Wasser. Ich werde Hansel morgen töten, ob er dick oder dünn ist, und ihn kochen.« Die arme Gretel weinte, während sie das Wasser holte, ihre Tränen liefen ihr über die Wangen. »Lieber Gott, bitte hilf uns«, flehte sie. »Wenn uns doch nur die wilden Tiere im Wald gefressen hätten, wären wir zusammen gestorben.« »Sei still«, sagte die alte Frau. »Dein Weinen nützt dir überhaupt nichts.« Früh am nächsten Morgen musste Gretel hinausgehen, um den Kessel mit Wasser aufzuhängen und das Feuer zu entzünden. »Wir werden zuerst backen«, sagte die Hexe. »Ich habe den Ofen bereits geheizt und den Teig gemacht.« Sie schob Gretel in Richtung des Ofens, in dem bereits Flammen loderten. »Kriech hinein«, sagte die Hexe, »und schau, ob es heiß genug für das Brot ist.« Gretel erkannte den Plan der Hexe und sagte: »Ich weiß nicht, wie ich das machen soll.
Wie komme ich hinein? Dumme Gans, sagte die alte Frau. Die Tür ist groß genug. Sieh, ich kann selbst hinein, und sie kroch hinein und steckte ihren Kopf in den Ofen. Da gab Gretel ihr einen Schubs, der sie hineinwarf, und schloss die eiserne Tür fest zu. Die Hexe schrie fürchterlich, aber Gretel rannte weg, und die böse Hexe verbrannte lebendig. Gretel rannte schnell zu Hansel, öffnete seinen Stall und rief: »Hansel, wir sind gerettet. Die alte Hexe ist tot.« Hansel sprang aus seinem Käfig wie ein Vogel, dessen Tür geöffnet wird. Sie waren so glücklich. Sie umarmten sich und tanzten herum und küssten sich. Jetzt, da sie vor der Hexe in Sicherheit waren, gingen sie in ihr Haus. In jeder Ecke fanden sie Truhen voller Perlen und Juwelen. »Das ist viel besser als Kieselsteine«, sagte Hansel und stopfte seine Taschen voll. Gretel sagte: »Ich möchte auch etwas mit nach Hause nehmen«, und füllte ihre Schürze mit Schätzen. »Aber wir müssen uns beeilen«, sagte Hansel, »damit wir aus dem Wald der Hexe herauskommen.« Nach 2 Stunden des Gehens kamen sie zu einem großen Gewässer. »Wir können nicht überqueren«, sagte Hansel. »Es gibt keine Brücke oder keinen Weg. Und auch keine Fähre«, erwiderte Gretel, »aber da schwimmt eine weiße Ente. Wenn ich sie frage, wird sie uns übersetzen.« So rief sie: »Kleine Ente, siehst du, Hansel und Gretel warten auf dich? Es gibt nie eine Planke oder Brücke in Sicht, bring uns über auf deinem weißen Rücken.« Die Ente schwamm zu ihnen, und Hansel setzte sich auf ihren Rücken und sagte seiner Schwester, sie solle sich neben ihn setzen. »Nein«, sagte Gretel, »das wird zu schwer für die kleine Ente. Sie sollte uns nacheinander überbringen.« Die freundliche kleine Ente tat genau das. Als sie sicher auf der anderen Seite waren, gingen sie ein kurzes Stück und begannen, den Wald wiederzuerkennen. Schließlich sahen sie in der Ferne das Haus ihres Vaters. Sie rannten direkt zur Tür, stürzten in den Raum und warfen sich um den Hals ihres Vaters. Der Mann hatte sich nicht mehr glücklich gefühlt, seit er sie im Wald gelassen hatte. Ihre Mutter jedoch war tot. Gretel leerte ihre Schürze und Perlen und Juwelen fielen überall im Raum heraus, während Hansel Handvoll Schätze aus seinen Taschen warf, um sie hinzuzufügen. Dann waren all ihre Sorgen verschwunden, und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Meine Geschichte ist zu Ende. Jetzt läuft eine Maus vorbei. Wer sie fängt, kann sich eine große Pelzmütze daraus machen. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger sprechen? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Bis zum nächsten Video.